Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die hier sind, an alle, die per YouTube mit dabei sind. Schön, dass wir es diesmal hybrid machen können. Schön, dass aber auch Menschen wieder da sind. Man hat sich wirklich lange nicht gesehen. Somit ganz besonders toll, dass wir bekannte Gesichter auch hier haben. Und ich bin nachher auch gespannt, wer dann im Chat nachher mit dabei ist und schöne Fragen stellt und natürlich, wie das Feedback ist. Keynote, Zeit für Neues, Zeit aber natürlich auch, um erstmal Rückblick zu machen. Was haben wir eigentlich letztes Jahr geschafft? Was haben wir letztes Jahr gemacht und gesehen? Was gab es an neuen Funktionen? Wie immer eine ganze Menge. Ich kann immer nur einen kleinen Ausblick oder eine kleine Zusammenfassung geben, was für mich irgendwo die Highlights waren. Ich fand, gleichzeitiges Editieren ist, glaube ich, so eine Funktion, die mir sehr viel das Leben erleichtert hat. Ich glaube, vorher war es mir gar nicht bewusst, wie sehr es mir gefehlt hatte. Jetzt, wo ich das nutzen kann und 20 Variablen gleichzeitig anklicken kann und dann kann ich, was weiß ich, die Sichtbarkeit verändern oder sie einfach loggen und das aktivieren oder einfach von Standard auf Zähler die Aggregation ändern. Das hat mir also sehr, sehr viel im Arbeitsablauf und Arbeitstag irgendwo auch geholfen. Somit das eins meiner Highlights dafür. Wir haben viele tolle neue PHP-Module in den Store gestellt. Dort vielleicht den Energiereport, der zu den anderen Reporting-Mechanismen dazugekommen ist. Das heißt, das stellt ein PDF, in der ihr eine Temperaturkurve seht und eure Verbrauchskurve, die man dann so ein bisschen nebeneinander im Blick behalten kann. Passt das, passt mein Verbrauch zu dem, was eigentlich vielleicht irgendwo die Außentemperatur gewesen ist? Das heißt, passt der Energieverbrauch zu dem, was geheizt wurde, oder wo ist die Energie eventuell sonst woher gegangen? Das ist also eine nette Sache mit auch weiteren Kennzahlen, die man dann generieren und weiter verschicken kann. Einen ZIP-Export haben wir realisiert. Das heißt, dort könnt ihr beliebige Daten aus dem Archiv rausziehen und als Rohdaten dann im ZIP-File herunterladen, um sie entweder in einem anderen IP-Symcon wieder einzupflegen oder an ein anderes Symcon weiterzusenden. In dem Zug auch einen JSON-Exporter haben wir jetzt tatsächlich in mehreren Firmen eingesetzt, um Daten aus IP-Symcon an Fremdsysteme weiterzugeben. Und das Tolle an dem ist, dass man nicht programmieren können muss, sondern man klickt es komplett zusammen. Man kann eine Struktur zusammenklicken, wie soll es aussehen, welche Daten möchte ich übermitteln, klickt es dann wiederum mit Variablen, verknüpft es damit und dieser JSON-Export fällt dann über einen Webhook entsprechend raus und man kann die Daten weiterverarbeiten oder sogar in einem anderen IP-Symcon über den JSON-Decoder. Da kann man also genauso die Daten wieder importieren und zwei Systeme miteinander verbinden. Gut, was gibt es noch, was ich mir hier rauspicken möchte? Ja, Docker Multi-Arch ist etwas, was mich natürlich fasziniert. Das ist für die technikbegeisterten Docker unterstützt viele verschiedene Architekturen und bisher hatten wir immer nur die ganz normale Intel- und AMD-Architektur, die wir unterstützt hatten. Mittlerweile unterstützt Docker auch ARM-HF, also den normalen Raspberry Pi in 32-Bit oder ARM64, also auch in der 64-Bit-Variante und somit eigentlich fast alle Architekturen, die es so gangläufig oder die so Standard sind, könnt ihr nutzen, könnt IP-Symcon also über Docker fast überall installieren, gebt einfach nur den Tag entsprechend an und Docker macht vollautomatisch den Rest. Ein paar Funktionen, die ich jetzt hier nochmal zeigen möchte, ist die Verdichtungsfunktion im Archiv, die wir im letzten Jahr ebenfalls hinzugefügt haben. Bisher war es nur möglich zu sagen, ich möchte Daten archivieren und dann hat das Archiv seine Arbeit aufgenommen und hat alles einfach mit protokolliert, solange wie ihr es wieder deaktiviert hattet. Das funktioniert sehr gut, aber wir haben natürlich auch Kunden, die seit 10 oder 15 Jahren mit dabei sind und da hat sich eine ganze Menge angesammelt. Was im Normalfall nicht so schlimm ist, weil wir haben ja den Speicherplatz, der wird ja immer günstiger, aber wenn wir uns vorstellen, wir haben Systeme, wo der Speicherplatz klar begrenzt ist, gucken wir uns vielleicht die Symbox an oder einen Raspberry Pi mit einer SD-Karte und wir haben ein tatsächliches kommerzielles Projekt, wo wir wissen, das soll 10 oder 20 Jahre lang laufen, dann muss man sich darüber Gedanken machen, was tut jetzt eigentlich das Archiv, wie viele Daten werden dort gesammelt und wenn wir nicht über 50 Variablen, sondern eher über 1000 oder 5000 reden, dann kann das auch zu einem
zu einer Herausforderung werden. Und dort hilft genau diese Funktion, dass man sagen kann, wir möchten die Datenmenge reduzieren. Und das müssen wir nicht sofort machen, sondern das können wir nach einem bestimmten Zeitraum machen. Das heißt, wie ich es hier eingestellt habe, zum Beispiel nach 2 Monaten auf 1 Stunde verdichten oder nach 6 Monaten jetzt auf einen Tag verdichten, sodass dann einfach weniger Werte übrig bleiben. Und je weiter man halt in die Ferne geht, desto gröber werden dann die Daten, aber man hat trotzdem noch einen guten Überblick darüber, was da passiert. Und in der nahen Ferne oder direkt jetzt in die letzten Tage hat man immer noch alle Rohwerte und kann sich genau anschauen, was passiert dort eigentlich. Was man natürlich ebenfalls machen kann, am Ende zu sagen, wir löschen die Werte zum Beispiel nach 12 Monaten und dann hat man eine ganz klare Oberkante, wie viele Daten und wie viel Datenmenge wird das am Ende sein. Das kann man sich entsprechend ausrechnen. Letztes Jahr Bugnet, die Folie sehr ähnlich, da stand einfach nur noch Client oben drüber und bei den Building Blocks stand ein A statt jetzt, wie es ein B steht. Wir haben im letzten Jahr zu der Bugnet-Erweiterung auch die Serverseite hinzugefügt. Bedeutet, ihr könnt jetzt nicht nur aus Bugnet Werte in IPSymcon reinbekommen, sondern könnt diese auch an Bugnet übergeben. Das heißt, alle Werte, alle Variablen, die ihr habt, die entsprechend diese Standardobjekttypen entsprechen, können weitergegeben werden, also an Fremdsysteme, die dann damit entsprechend weiterarbeiten können und die können sie abfragen. Sie können sie ebenfalls über den Change of Value erhalten. Das heißt, wir senden die auch aktiv, wenn ein gegenüberliegendes System dies abonniert. Und wir haben das natürlich getestet auf Kompatibilität mit allen möglichen Open-Source-Lösungen und vielen kostenpflichtigen Lösungen und auch die größten Systeme am Markt, wie jetzt zum Beispiel Siemens Desigo, haben wir ebenfalls ausprobiert, ist damit kompatibel. Das heißt, egal wo ihr jetzt eigentlich IPSymcon in einem großen Unternehmensumfeld mitnehmt, über diese Schnittstelle könnt ihr sehr, sehr viel Daten austauschen und das auch in beide Richtungen. IPS View möchte ich ebenfalls noch einmal kurz hervorheben. Letztes Jahr wurde es angekündigt, dass die Integration in die Verwaltungskonsole in IPSymcon kommt, dass es also noch mehr verzahnt wird ineinander. Dies ist jetzt verfügbar schon längere Zeit. Wer es also noch nicht ausprobiert hat, hier noch ein kleiner Hinweis darauf, dass es verfügbar ist. Ihr könnt es entweder in IPSymcon direkt öffnen, das heißt, ihr könnt ein Formular entsprechend erstellen und eine View erstellen. Und falls ihr die notwendigen Module noch nicht habt, werden die auch runtergeladen und die Konsole gibt euch Bescheid, was noch fehlt. Oder wenn ihr sie schon vorher heruntergeladen hattet, ist es super einfach Doppelklick machen auf die View und sie öffnet sich und ihr könnt sie entsprechend editieren. Falls ihr es also noch nicht ausprobiert habt, gerne mal anschauen. Kommen wir nun zum Jahr 2023. Ist jetzt noch nicht lange her, 4 Wochen sind es, nichtsdestotrotz waren wir nicht untätig, haben schon ein bisschen was geschafft. Und zwar möchten wir ankündigen, dass wir jetzt KNX-Member sind seit Anfang des Jahres. Bedeutet, wir gehören zu den vielen weiteren Unternehmen, die in der KNX Association entsprechend mitmachen, mit tätig sind. Und das bedeutet für uns, dass wir erstens auch Produkte zertifizieren können und natürlich, dass wir viel besseren Zugang haben zu den ganzen Informationen, die dahinter stehen. Das heißt, irgendwelche Protokolle, irgendwelche Datenpunkttypen, an denen gearbeitet wird und die verfügbar werden. Dort sind wir also direkt mit dabei und haben die Möglichkeit, wenn irgendwas nicht funktioniert, auch mit den Entwicklern dort Rücksprache zu halten. Das heißt, wir haben einfach einen viel besseren Draht dorthin und können auch auf Messen oder sowas mitgehen und marketingmäßig entsprechend dort in Kooperation treten. Kommen wir nun zur 6.4 und das erste Thema ist dann in dem Sinne auch KNX. Dort möchten wir die Unterstützung für KNX IP Secure, die wird dort entsprechend kommen und die Unterstützung für KNX Data Secure. Wer dort damit gerade nichts anfangen kann, vielleicht eine kurze Erklärung dazu. IP Secure ist alles, was von IPSymcon bis zum IP Gateway passiert. Das heißt, dass dieser Übertragungsweg dann entsprechend verschlüsselt ist und Data Secure ist alles das, was vom IP-Gateway auf der Busebene, also auf dem grünen Kabel, passiert bis zu den Endgeräten. Das ist jetzt nicht ein Entweder-Oder, sondern je nachdem, welches der beiden ihr verwenden wollt. IPSymcon kommt damit problemlos klar. Das heißt, wenn ihr auf der untersten Ebene Geräte habt, die das unterstützen, dann kümmern wir uns darum. Und wenn es entsprechend auf der IP-Ebene verschlüsselt sein soll, dann kümmern wir uns ebenfalls darum. Und wenn man sich jetzt fragt, Mensch, wie funktioniert das? Es wird einfach doppelt verpackt. Das heißt, Data Secure ist das eine, was verschlüsselt wird und verpackt wird. Und IP Secure wird dann nochmal drumherum verpackt und in die andere Richtung wird es einfach zweimal entpackt.
Da kümmern wir uns aber komplett transparent drum. Das Einzige, was ihr in dem Sinne machen müsst, ist in der ETS, also in der Konfigurationssoftware, den sogenannten Schlüsselbund herunterladen, wo alle Keys drin sind. Den lädt ihr im Gateway, im Splitter einfach hoch in IPsymcon. Wir kennen alle Schlüssel. Ihr wählt einfach nur den IP-Tunnel, der dann verwendet werden soll. Und alles andere ist, würde ich sagen, Magic. Das heißt, um mehr müsst ihr euch nicht kümmern. Am anderen Ende kommt genauso an den Gruppenadressen und den Variablen die Werte heraus, die ihr möchtet. Und wenn ihr schaltet, kommt es beim anderen Teilnehmer ebenfalls an und es wird intern alles verschlüsselt und ihr müsst euch da gar nicht drum kümmern. Wem das jetzt alles viel zu viel Verschlüsselung war und sagt, das brauche ich gar nicht, der kann trotzdem KNX over TCP verwenden. Auch eine nette Erweiterung von dem Tunneling V2, das zeitgleich eigentlich mit IPsecure eingeführt wurde. Bedeutet, die Verbindung wird nicht mehr über UDP geöffnet, sondern über TCP. Das ist insbesondere cool, wenn man Docker verwendet. Bisher musste man Ports weiterleiten, man musste sich viel mehr um Netzwerkinfrastruktur kümmern. Das ist in dem Sinne weniger notwendig, sondern man kann einfach einen Host haben, den man angibt. Es wird ein TCP-Kanal aufgemacht und der funktioniert in beide Seiten, macht das Leben viel einfacher. Verbindungsabbrüche werden auch viel schneller erkannt und diese Problematik mit manchmal, wer hat alle meine Tunnel belegt, ist damit auch viel weniger. In dem Sinne auch die Erweiterung für die Symbox. Im letzten Jahr haben wir vorgestellt SymOS Connect für KNX und für LCN. Ihr habt also die Möglichkeit, über die Symbox LCN und KNX zu programmieren und auch das wollen wir erweitern, sodass es mit den entsprechenden IP-Secure-Interfaces funktioniert, die dann den TCP-Kanal verwenden. Das heißt, das wird ebenfalls in Zukunft problemlos möglich sein, dort rüber zu programmieren. Das vereinfachen wir auch noch, insbesondere für unsere Integratoren, die viele Lizenzen haben, die die Pro-Konsole nutzen. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Lizenzverwaltung. Die meisten von euch haben vielleicht 1 oder 2 Lizenzen. Wenn ihr aber viele Kunden verwaltet, dann habt ihr die Lizenzen dort drin, habt sie auch in der Pro-Konsole, um schnell auf Kundenanlagen zugreifen zu können. Und in dem Zuge habt ihr dann demnächst in der Pro-Konsole auch die Möglichkeit, das SymOS Connect für KNX und LCN direkt da drin zu starten. Das heißt, darüber wird dann entsprechend der Tunnel aufgebaut und ihr könnt euch über die ETS oder respektive die LCN Pro dann darüber verbinden. Die 2 kleinen Extra-Tools, die es bisher gab, werden dann nicht mehr notwendig sein. Wir haben auch an weiteren Geräten gearbeitet, nicht nur bei KNX. X-Komfort, es war recht lange ruhig. Es gab nur ein paar kleine Anpassungen, ein paar kleine Modifikationen, neue Gerätetypen. Im letzten Jahr kam dann der neue Jalousie-Aktor, der einen komplett anderen Rückkanal hat und viel mehr Informationen liefert. Den unterstützen wir dann ebenfalls mit IPsymcon 6.4, sodass ihr auch dort wieder die volle Bandbreite an Geräten habt. Ihr könnt euch also fast alles aussuchen und es direkt in IPsymcon integrieren. Der Konfigurator unterstützt dann die neuen Datenpunktlistenformate ebenfalls. In Ocean haben wir das D2.1441 EEP hinzugefügt und beim D2.01 kommen mehr Konfigurationsmöglichkeiten hinzu. Das sind entsprechend diese Energiemess- und Schalt- und Dimm-Steckdosen. Dort kann man eine ganze Menge einstellen, wie das irgendwie zum Beispiel Power und Failure sein soll oder ob man die Counter, wie man die resetten möchte. Das heißt, dort gibt es einiges an Funktionen, die dann auch in der Konfigurationsseite verfügbar werden. Bisher konnte man nur ganz rudimentär Sachen einstellen. Dort werden wir jetzt demnächst viel mehr unterstützen an Konfigurationsmöglichkeiten. Kalender. Eine Vorbereitung für den Kalender. Wir möchten unser Kalender Control, wie es ja in IPsymcon heißt, ein bisschen aufbohren, aufpeppen. Das haben wir in letzter Zeit sehr stiefmütterlich behandelt. Es konnte geplante Anwesenheit, geplante Abwesenheit. Und ich glaube, die meisten von euch konnten sich überhaupt nicht vorstellen, was soll man damit machen, wie haben wir uns das vorgestellt. Es wird besser, das heißt, wir wollen hinzufügen, dass ihr selber Zustände hinzufügen könnt, außer diese 2, die es standardmäßig gibt. Ihr könnt die auch weglöschen, wenn sie euch gar nicht gefallen. Und ihr könnt diese Zustände verknüpfen mit entsprechend iCal-Kalendern, die ihr dort reinladen könnt. Und diese Termine könnt ihr über entsprechende Keywords mit genau diesen Variablen, diesen Zuständen verknüpfen, sodass die an- oder ausgehen. Und die kann man hinten dran wiederum verwenden, um ein Ereignis zu starten oder um das in erweiterten Bedingungen vielleicht auszuwerten und zu sagen, ich möchte etwas dann nicht, dass es nicht startet. Wir nutzen diese Integration ebenfalls für die neue Visualisierung, aber da komme ich nachher nochmal drauf zu, was wir damit machen.
Kommen wir nun zur listenbasierten Legende. Die gab es schon zur 6.3. Ich weiß nicht, wem sie schon aufgefallen ist, wer die verwendet hat. Der Use Case dafür kam von einem Industrieunternehmen, welches IPsymcon in vielen Standorten verwendet und an uns die Anforderung gestellt hat, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt 500 Graphen in so einem Diagramm haben? Und die Antwort von uns war darauf, oder nachdem sie uns Bilder geschickt haben, war die Antwort, ja, wir sehen, das ist nicht so gut. Was in Ordnung ist, weil man muss ja immer nur ein Beispiel auch mal bekommen, wenn Sachen nicht gut funktionieren, um hinterher ein Konzept zu entwickeln, wie wir Dinge besser machen können. Und dies möchten wir mit genau dieser listenbasierten Legende machen, indem wir auch 500 Graphen jetzt in einem Diagramm haben können. Das kann man per Skript generieren. Wer dort also ein bisschen Unterstützung braucht, das haben wir parat. Können wir gerne zusenden. Aber in dieser Liste können also ganz, ganz viele Graphen drin sein. Man kann sie oben über den Filter entsprechend verkleinern. Man kann sich auswählen, welche man sehen möchte. Man kann alle ausblenden, man kann alle einblenden. Das ist an der Stelle das Nette. Und was jetzt für euch vielleicht cool ist, die sagen, Mensch, 500 habe ich nicht, aber ich habe 10. Das Tolle daran ist, dass jetzt der Graph nur noch die Achsen anzeigt, die tatsächlich ausgewählt wurden. Bisher war es so, wir haben den Graphen vollständig geladen und danach nur den Graph ausgeblendet, der nicht erforderlich war. Aber jetzt ab IPsymcon 6.4 werden wir nur das anfordern, was tatsächlich notwendig ist. Ist jetzt auch eine Performance-Optimierung an der Stelle. Wenn nur 2 Graphen angefordert werden, müssen wir nicht 20 laden. Macht das Ganze also wesentlich schneller und effizienter. In dem Zuge kommt ebenfalls, dass man diese Hover-Effekte für die HD-Intensität und die RAW-Intensität bekommt. Ihr seht vielleicht dort oben diese 200 Watt, die dargestellt werden. Das sind diese Hover-Effekte, wo man über die Werte drüber gehen kann. Das war bisher nur möglich für die Standardauflösung. Wie gesagt, gibt es dann jetzt ebenfalls für HD und für RAW. Gut, das zur listenbasierten Legende. Um noch vielleicht ein paar mehr der Enterprise-Funktionen vorzustellen, die wir im Rahmen der IPsymcon 6.4 bringen werden. 3 Stück gibt es, die jetzt sich primär an Unternehmen entsprechend richten und weniger jetzt an Privatkunden. Das heißt, das sind jetzt wie das Bugnet-Modul werden das zusatzkostenpflichtige Module werden, die ich nochmal im Detail in meinem Vortrag abends, ich glaube um 21:45 Uhr vorstellen werde. Dort zu den 3 Funktionen. Das Zusammenführen in einem Master-System bedeutet, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt nicht nur ein IPsymcon, sondern ihr habt irgendwie mal 10 oder 20 oder irgendwann mal 100, dann kommt früher oder später die Anforderung, wir würden die doch aber gerne mal alle in einem großen System zusammenführen, dass wir einen Überblick bekommen. Man möchte bestimmte Werte haben von den Standorten, um irgendwelche Analysen zu machen und das aber zentralisiert über also in diesem einen System entsprechend. Und genau das soll diese Funktion erlauben. Das heißt, ihr könnt mit sehr, sehr wenigen Handgriffen, ihr gebt also den Host ein und den Fernzugriff, Benutzernamen und Kennwort und bekommt dann im Prinzip einen virtuellen Objektbaum des gegenüberliegenden Systems in eurem Haupt-IPsymcon-System. Und das könnt ihr nicht mit einem machen, das könnt ihr mit eigentlich beliebig vielen machen, bis ihr irgendwann mal das Lizenz- und Objektlimit erreicht. Wobei das mittlerweile auch dehnbar ist, wenn man entsprechend bei uns nachhakt. Also wenn es soweit kommen sollte, entsprechend sich melden. Und dann finden wir dort auch dafür eine Lösung. Eine Replikation zwischen mehreren Systemen, das heißt, man kann ein Hauptsystem haben und man kann ein Sekundärsystem haben und das wird 1:1 gespiegelt und läuft komplett parallel. Auch das werde ich heute Abend vorstellen, wie das funktioniert. Das heißt, das System läuft wirklich 1:1. Es holt sich immer wieder über die JSON-RPC-Schnittstelle den Snapshot, aktualisiert alles, was hinten dran hängt, sodass man 2 parallele Systeme hat. Wenn eins ausfällt und man einen vernünftigen Load Balancer davor hat oder einen Reverse Proxy, kann man sich darum kümmern, dass automatisch auf das Sekundärsystem ein Failover gemacht wird und der Kunde, der eigentlich auf das System drauf geht, gar nicht merkt, dass, was weiß ich, eine Sache komplett weg ist. Stellen wir vor, es läuft irgendwo im Rechenzentrum, eine Zone fällt aus, dann haben wir das IPsymcon in der zweiten Zone parallel am Laufen und können darauf zugreifen. Vorausgesetzt, selbstverständlich, die Hardware hinten dran unterstützt das, weil damit wird es meistens interessant, wenn wir jetzt so ein N-Ocean Gateway haben, was immer an eine Base-ID gebunden ist. Dann wird es natürlich schwieriger, wie kriegen wir dort die Redundanz hin, nur weil IPsymcon die Redundanz hat. Der Rest hinten dran muss es auch haben, damit das Ganze einen
großen Sicherheitseffekt hat. Aber dazu komme ich heute Abend nochmal genauer. Das dritte, die Segmentierung der Webfronts, bedeutet, man ist in der Lage, Webfronts an einen bestimmten Hostnamen zu binden. Wenn wir uns also immer vorstellen, wir haben ein großes System und haben dort jetzt nicht nur 1, 2, 3 Webfronts, sondern vielleicht 50 und haben dort unterschiedliche Kunden, die drauf sind, dann ist die Liste der Webfronts auf der Übersichtsseite, der Login-Seite, da scrollt man sich ziemlich kaputt. Ich weiß nicht, wer das schon mal ausprobiert hat, so ich glaube, ab 8 wird es eng. Irgendwann fängt es dann an zu scrollen und auch dort haben wir also gesehen, Mensch, was machen wir? Wir könnten natürlich die Liste größer machen, dass man die Webfronts mehr davon sieht, aber im Normalfall geht es darum, wir möchten viel mehr segmentieren. Das heißt, wir segmentieren dann eher nach Gebäude A, B, C, D oder nach Kunde A, B, C, D und können dem dann nur die Visualisierungen auf seiner Login-Seite darstellen, die für ihn relevant sind. Das heißt, man kann demnächst dann Webfronts an entsprechende Hostnamen binden und nur wenn die Anfrage von dem Hostnamen kommt, wird das Webfront auch in der Liste dargestellt. Nun zu den Dingen IPSymCon 7.0. Dieses Jahr nach der 6.4, wie gesagt 6.4 Public Beta demnächst, 7.0 etwas später, da komme ich noch dazu. Das ist, glaube ich, das Thema, worauf die meisten von euch warten. Es geht nämlich um Visualisierung. Wir haben es letztes Jahr angekündigt, wir haben schon ein Preview letztes Jahr euch gegeben, wie die Visualisierung aussehen wird. Und wir waren nicht untätig das letzte Jahr, sondern haben wirklich mit voller Kraft voraus daran gearbeitet, sie besser zu machen. Und die Jungs haben den Vortrag jetzt nach der Keynote und Nils und Till werden euch zeigen, was alles möglich ist, was wir uns dort überlegt haben. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich gebe nur einen ganz kleinen Überblick, einen ganz kleinen Starter- und Appetithappen. Und zwar seht ihr, es wird möglich sein, dass man die Kachelgröße selber modifiziert, dass man die Kacheln selber anordnet. Das heißt, ihr seht, die einen sind größer, die anderen sind kleiner. Die Kacheln sind auch entsprechend, wenn sie in der Größe sich verändern, zeigen sie mehr und weniger Inhalt an. Das heißt, auch da sind sie noch recht intelligent. Und ihr seht, oben rechts in der App-Bar gibt es auch einiges an neuen Dingen. Der Kalender, das Icon ist da, ich zeige es euch nicht. Erst im nächsten Vortrag gibt es den. Ihr seht aber auch den Stift, worüber ihr entsprechend die Kacheln editieren könnt und oben die Suchfunktion. Das heißt, auch da, wenn ihr ein größeres System habt, könnt ihr schnell mal was eintippen. Ich glaube, das wurde auch im Forum vor irgendwie einem Jahr oder zwei gewünscht. Mensch, wie sieht es da mit einer Suche aus? Fanden wir super, haben wir hier für die neue Visualisierung umgesetzt, dass man entsprechend suchen kann. Und anhand der Suchergebnisse seht ihr ebenfalls Kacheln, könnt ihr direkt ansteuern und müsst nicht durch den kompletten Objektbaum an der Stelle navigieren. Ein weiteres Konzept, das ich noch gern vorstellen möchte, sind die intelligenten Kacheln und die Auswahl derer. Bisher war es so, dass wir eine Kachel also vorgegeben hatten, eine der intelligenten, und es gab eine Prioritätenliste und an die hat sich die Visualisierung gehalten. Und es gab dann die Idee zu sagen, Mensch, warum machen wir das eigentlich nicht auswählbar? Es könnte doch vielleicht mehrere Möglichkeiten geben und wir wissen ja nicht wirklich, was eure Präferenz ist. Also geben wir euch einfach die Möglichkeit, eurer Präferenz selber auszuwählen. Und ihr seht, hier sind unterschiedliche Variablen. Man kann jetzt aus Status und Intensität dieses Widget bauen, welches ihr auf der linken Seite seht, oder jetzt halt zum Beispiel das Farbrad auf der rechten Seite, weil wir ebenfalls eine Variable für die Farbe haben, oder in der Mitte die etwas klassischere Ansicht der Liste. Und ihr könnt selber entscheiden, wie soll die Kachel aussehen. Das heißt, wenn ihr auf die Visualisierung drauf geht, klar, es wird einen Standard im ersten Moment geben, aber wenn der euch nicht gefällt, könnt ihr die Kachel aufmachen, editieren und selber einstellen, was ist meine Präferenz, welche Variable möchte ich vielleicht auch oben sehen. Das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Möchte ich nicht viel zu viel vorwegnehmen, sondern Appetit machen auf den Vortrag, der gleich kommen wird. Was ich sagen möchte, ist aber das Timing. Das Timing, unser Zeitplan ist, dass die Public Beta dafür in Q2 2023 kommen wird. Und dann könnt ihr entsprechend die 7.0 herunterladen, es ausprobieren. Es wird im ersten Release eine Opt-in-Variante sein. Das heißt, das alte Webfront wird genauso bleiben, wie es ist. Und ihr könnt die neue Visualisierung zusätzlich aktivieren. Ihr könnt damit spielen, ihr könnt es ausprobieren. Ihr könnt natürlich auch umschalten, dass das die Hauptvisualisierung ist, wenn es euch so gut gefällt, dass ihr sagt, ja super, hat alles, was ich brauche. Es wird wahrscheinlich Funktionen geben, die jetzt noch nicht genau so sind wie im alten Webfront. Vielleicht wird hier oder da eine Kleinigkeit fehlen.
Das macht nichts. Wir werden dort nach und nach selbstverständlich weiterarbeiten und die Erfahrung, die wir mit dem Umstieg von der Legacy-Konsole auf die webbasierte Konsole gemacht haben, die möchten wir hier mitnehmen und das ist einfach, es langsam zu machen. Wir starten mit einer ersten Version, ihr könnt sie vorab ausprobieren, ihr seid die uns das Feedback geben, was noch fehlt, was ihr noch braucht, welche Funktionen gut ankommen, wo sind die Dinge, die wir vielleicht gut gemacht haben, wo haben wir noch Hausaufgaben zu tun und erst, wenn wir das Gefühl haben, dass fast alle von euch glücklich sind oder vielleicht sogar alle von euch glücklich sind, dann werden wir auch irgendwann mal das Webfront abkündigen. Aber das kann noch ein paar Jahre dauern. Das haben wir, wie gesagt, mit der anderen Konsole genauso gemacht. Wir haben uns die Zeit gelassen, die notwendig war, bis es einfach viel besser war, bis es eigentlich gar keinen Grund mehr gab zu sagen, dass die alte Konsole ist besser. Genauso werden wir es mit der Visualisierung machen. Am Ende werdet ihr sagen, die ist so gut, wir wollen gar nicht mehr zurückblicken, wir wollen nur noch das Neue haben und das wird dann der Punkt sein, wo wir erst ganz offiziell sagen werden, wir nehmen das Webfront weg. Aber genau, deswegen keine Angst haben, Opt-in ab der 7.0, das alte bleibt fürs Erste. Was ebenfalls kommen wird zur 7.0 PHP 8.2, ich schaue einfach in die Runde an die Entwickler. Ich erwarte nicht, dass es große Überraschungen geben wird, was alles hinten dran zu tun ist, was man vielleicht ein bisschen hier und da anpassen soll. Wir werden es ganz früh bringen für die 7.0, sodass, wenn es Kleinigkeiten zum Anpassen gibt, das schnell gemacht wird und dann auch beim Umstieg es keine Überraschung gibt. Es gibt natürlich aber viele tolle Funktionen, die wir als Entwickler hinten dran nutzen können. Und ja, Performance ist wahrscheinlich immer das, was so den Endkunden am meisten interessiert. Und ja, für die Programmierer sind es aber bestimmte Sprachfeatures, die es dann gibt, die wir nutzen können, die einem das Leben leichter machen und die natürlich in der Bibliothek hinten dran ja, allerlei Erweiterungen mit drin haben, auf die wir bisher verzichten mussten. Deswegen auch da gehen wir mit der Zeit und werden auf die 8.2 wechseln. Kommen wir nun zu Meta. Die Frage kommt, glaube ich, alle 2 Wochen im Forum auf. Zumindest fühlt es sich so an. Die Antwort darauf ist, wir sind dran. Also wir haben es nicht vergessen. Es ist nicht, dass wir sagen wollen, wir machen das nicht, sondern wir sind dran. Wir haben das weiterhin auf dem Schirm. Wir gucken, wann der optimale Zeitpunkt ist, um auch dafür ein Modul zu erstellen. Noch haben wir es nicht auf der konkreten Roadmap, wie jetzt kommt jetzt zur 7.0 oder 7.1, sondern wir beobachten das und werden aber im ersten Schritt wird es sein, dass wir Meta-Geräte in IPSymCon unterstützen wollen. Bedeutet, wenn es genügend Geräte auch mal auf dem Markt gibt, mit denen man vernünftig gut und testen kann, wollen wir, dass man diese Geräte in IPSymCon reinbekommt und diese Geräte dann auch entsprechend nutzen kann und so gesehen diesen Standardeffekt an der Stelle richtig gut mit reinbekommt. Die zweite Seite wäre von Meta, dass man, wie jetzt vielleicht mit Alexa oder Assistant oder HomeKit, dass man Geräte oder Variablen, die in IPSymCon sind, diese nach Meta rübergeben könnte. Das ist etwas, was wir in einem zweiten Schritt erwägen werden. Darüber könnten wir dann natürlich diese 3 Anbindungen reduzieren und hätten am Ende nur noch eine, die gepflegt werden müssen. Somit langfristig ist das sicherlich etwas, was auch kommen wird. Aber im ersten Schritt wird es wahrscheinlich nur darum gehen, die Geräte in IPSymCon reinzubekommen, die dann auf den Markt kommen werden. Kommen wir nun zum letzten Thema der Keynote, worauf ich mich am allermeisten freue. Symbox Pro letztes Jahr vorgestellt, kommt richtig gut an, die Symbox. Somit vielen Dank für alle, die mitgepusht haben, den Freunden und Kollegen ans Herz gelegt haben und mal auch bei uns auf der Messe waren und sie entsprechend ja, beworben haben oder sogar auch an Kunden verkaufen. Vielen Dank dafür, dass die so gut ankommt. Und auf der Messe oder auch zwischendurch gab es einen Kritikpunkt und das war die Farbe. Man hätte sich doch was anderes vorstellen können. Dieses Türkis, das wäre zu grell, glaube ich, sagen die anderen. In die andere Richtung sagen sie, das ist nicht spannend genug, da muss noch was anderes kommen. Und ich möchte einmal kurz, also es ist jemand hier, der hat eine Symbox oder bekommt jetzt eine Symbox, weil er mich überzeugt hat auf der Messe. Und es hieß, Mensch, ich kriege die bei mir zu Hause nicht durch, da müsste was anderes passieren. Wenn sie vielleicht eine andere Farbe hätte, dann würde ich eine Symbox durch das Budget durchkriegen. Und ich habe dann auf der Messe mir die Zeit genommen, immer mal zu fragen, ob das vielleicht was wäre. Und es haben sich genügend gemeldet und es wird eine Special Edition in Pink geben.
in Pink. Und ich habe sie hier auch versteckt. Sie ist vorgestern angekommen. Sie ist in Pink. Sie sieht in echt besser aus als auf dem Foto. Also die ist wirklich genial. Ich werde sie nachher hinstellen. Ihr könnt sie also alle, die vor Ort sind, anfassen. Es ist eine Limited in dem Sinne Edition, weil wir davon nur 100 Stück jetzt bestellt haben. Also sollten sie völlig ausverkauft sein, kann es sein, dass wir nochmal nachproduzieren. Aber fürs Erste, es gibt nur 100 Stück davon. Und weil die Farbe so cool ist, haben wir uns auch überlegt, was passt dazu. Lasst uns noch irgendwas ganz, ganz Besonderes dazu machen. Und wenn ihr noch einen Grund habt, warum es die pinke Symbox werden soll, ja, wir unterstützen einen guten Zweck. Wir wollen 20 € pro verkaufte Symbox an Brustkrebs Deutschland spenden. Das heißt, nicht nur die Symbox in einer coolen Farbe, sondern auch noch eine Special Edition für einen guten Zweck. Und genau, ich freue mich sehr darauf. Es ist also bei mir zu Hause, werde ich sie auf jeden Fall einbauen. Alle Arbeitskollegen haben auch schon gesagt, sie tauschen. Die ersten haben sogar schon getauscht. Es ist ein Hingucker, da kann man nichts anderes sagen. Also somit, ich freue mich und möchte mich nochmal bedanken, dass ihr alle hier seid. Denn wir sind am Ende der Keynote angelangt und ja, ich hoffe, ihr werdet einen tollen Tag haben. Wir haben ganz, ganz tolle Gastredner und noch ganz viele weitere tolle Vorträge. Und als nächstes freue ich mich ganz besonders darauf, dass wir alle Infos zur neuen Visualisierung bekommen werden. In dem Sinne, bis gleich und auf einen ganz tollen Tag.